Eigentlich soll man den ACT Italia, wie alle ACTs, in 5 Tagen schaffen können. Wir brauchten dafür 7 Tage und waren fix und alle. Immerhin saß ich jetzt schon 9,5 Tage ununterbrochen im Sattel. Mir taten Muskeln weh, von denen ich noch nicht mal wusste, dass es sie gibt. Weil das zur Verfügung gestandene Zeitfenster zu Ende ging, entschlossen wir uns für eine zügige Rückfahrt via Autobahn. Aber erst nach einem sonnigen Frühstück am Meer. Los geht's auf die Autobahn Richtung Norden. Und da kein Transporter mehr in Bertinoro auf uns wartete, mussten wir auch nicht zurück zum Ausgangsort, sondern einigten uns auf einen letzten gemeinsamen Abend am Meer. Mit einer Art Schocktherapie wollten wir uns wieder mit der Zivilisation und vielen Menschen konfrontieren und stürzten uns nach der Autobahnfahrt mitten hinein ins Touristengewimmel in Regione. Aber da ziehen unheilvolle dunkle Wolken auf. Wie üblich steuerten wir erst eine Bar an, um ein letztes gemeinsames Kraftbier zu trinken. Erfreulicherweise fanden wir ein günstiges Hotel gleich nebenan. Unerfreulicherweise wollten die uns aber nicht zu dritt auf nur einen Parkplatz stehen lassen. Wir sollten 3-mal bezahlen. Dank Beas Sprachfertigkeit einigten wir uns dann auf nur eine Garage. Da durften wir dann für einen Preis alle 3 Motorräder einstellen. Viel Diskussion in Italien eben, aber alles gut am Ende. Gerade gegenüber dem Hotel fanden wir auch ein Strandlokal fürs Abendessen. Dort am Strand sitzend besprachen wir die Route für den nächsten Tag und beobachteten mit etwas Sorge den Durchzug einer Gewitterfront. Aber so konnten wir einige stimmungsvolle Fotos machen. Die Gewitterfront verschonte uns glücklicherweise, sodass wir ein letztes gemeinsames Abendessen idyllisch am Strand genießen konnten. Ein schöner Ausklang für unsere gemeinsame Reise.